So ist es gewesen und ich werde meinen Fehler nicht verschleiern. Dafür bin ich, wie hast du es neulich so nett gesagt, zu professionell. Dann ist offiziell klar, dass du versucht hast, Verdächtige zu schützen. Du weißt, was das heißt? Du wirst interne Ermittlungen gegen mich einleiten müssen. Und wenn es ganz schlecht läuft, verliere ich meinen Job. Ich bin Polizist. Gewesen. Und ich glaube auch ein guter. Ja, und das willst du jetzt einfach wegwerfen. Mensch, Helmke, das kannst du doch nicht machen. Sag du mir doch nicht, was ich machen kann und was nicht. Hättest du mich nicht permanent angelogen, dann wäre ich doch gar nicht in der Situation. Wir müssen mit Qualität auf die Krise reagieren. Meine neue Kollektion wird der Knaller und dann wollen alle nur noch eins, unsere Mode. Wir haben das Karnickel. Was für ein Karnickel? Damien Wood. Er kommt aus London zu uns, um unsere neue Kollektion zu entwerfen. Als Chefdesigner. Jetzt reicht's. Ich kündige. Und zwar fristlos. Rebecca, wir haben im Moment andere Sorgen. Bitte, sei vernünftig. Ich war noch nie so vernünftig wie jetzt. Also eine fristlose Kündigung würde ich eher unter hysterisch einstufen. Wir können gut verstehen, dass du sauer bist. Und wir schätzen deine Arbeit sehr. Ach so. Darum bekomme ich auch ständig einen neuen Star-Designer vor die Nase gesetzt, ne? Dass Tanja so mit mir umspringt, okay, das ist ihre Art. Von meinen Brüdern hätte ich echt mehr erwartet. Die Entscheidung für Damien Wood, die geht doch nicht gegen dich oder deine Arbeit. Lass stecken, Tristan. Rebecca, du musst das Ganze mehr als PR-Ding sehen. Es geht in erster Linie darum, abzulenken. Wir müssen ablenken von dem Rotlichtskandal, von dem Pelzdesaster, unserer Führungslosigkeit ohne Tanja. Ja gut, dann lenk mal ab, aber ohne mich. Moment, Rebecca. Wenn du jetzt gehst, gehören all diese schönen Entwürfe rein rechtlich gesehen uns. Überleg dir das noch mal. Ich glaube nicht, dass die letzte Nacht unter meine Arbeitszeit fällt. Außerdem habe ich meine Entwürfe hier drin. War trotzdem ein netter Versuch, mich zum Bleiben zu überreden. Schwesterchen, ich bin's, Caro. Wozu hast du eigentlich ein Handy, wenn bei dir ständig nur die Mailbox antwortet? Du wirst nicht glauben, wo ich gerade bin. In Düsseldorf, auf dem Weg zur LCL. Die haben mich tatsächlich genommen. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Ja, jetzt wage ich eben doch den Sprung ins kalte Wasser. Giselle, ich melde mich in der Mittagspause bei dir. Ich habe mich nur für die Zeitung interessiert. Ja, bin aber noch nicht durch damit. Ach so, hier bitte. Das ist aber nicht für die Zeitung. Hey, das war mein Kaffee. Entschuldigung, das tut mir leid. Entschuldigung, das tut mir leid. Sag mal, geht's noch? Also du gibst mir die Schuld an deiner Suspendierung. Das habe ich nicht gesagt. Was erwartest du? Verständnis? Verständnis. Ich hätte einen korrekten Bericht abgegeben, wenn ich nicht auf das Wort meiner Frau gehört hätte. Das nenne ich eine perfide Logik. Ach, du hättest diesen Bericht auch leicht korrigieren können. Das hat dir dein Vorgesetzter sogar nahegelegt. Dann wärst du jetzt nicht suspendiert. Charlie, wir drehen uns im Kreis. Im Grunde genommen werfe ich mir nur eine Sache vor. Als ich gemerkt habe, dass ihr da mit drin hängt, vor allen Dingen du, hätte ich die Sache sofort an den Kollegen abgeben müssen. Ja, hast du aber nicht, Helmke. Und es war ganz allein deine Entscheidung. Genauso wie es deine Entscheidung war, dich selbst in diesem Bericht zu diskreditieren. Nur weil du zu stolz warst für eine kleine Notlüge. Für deine Familie. Und wenn du nicht verstehst, dass ich als Polizist der Wahrheit verpflichtet bin, da brauchen wir hier gar nicht weiterzureden. Natürlich verstehe ich das, Wie aber... gesagt, wir drehen uns im Kreis. Sie tragen eine Brille, die so groß ist wie 2 Untertassen, sind trotzdem auch dermaßen blind. Ich dachte, Sie sind obdachlos. Bitte, sehe ich vielleicht so aus? Um ehrlich zu sein, ja.
Dann sollten Sie vielleicht mal die Brille putzen. Oder zum Arzt gehen und die Glotzböppel checken lassen. Mit meinen Glotzböppeln ist alles in bester Ordnung. Im Gegensatz zu Ihnen. Wegen Menschen wie Ihnen gibt man echten Obdachlosen bald kein Geld mehr, wenn man sie dann für falsche Obdachlose hält. So ist das nämlich. Wieso sitzen Sie in dieser Jahreszeit auch auf dem Boden herum, mit einem Pappbecher neben sich? Ich habe nicht gesessen, ich habe gehockt. Ja, und mit Ihrer Körperhaltung eindeutig dieses Missverständnis provoziert. Schon klar, dass Sie sich nie einfach so irgendwo hinhocken würden. Wo ich hocke und ob ich überhaupt hocke, das geht Sie gar nichts an. Außerdem, wieso glauben Sie einfach, dass Sie einfach so einschätzen können, wie ich bin? Damit haben Sie angefangen. Gut, dann höre ich auch damit auf. Es wird mir hier so dumm. Mit wie viel Geld wollten Sie denn Ihr soziales Gewissen beruhigen? Ich kann das so leider nicht erkennen. Trinken Sie Ihren Kaffee, dann wissen Sie es. Trinken? Geld ist so ziemlich das Schmutzigste auf der Welt. Wissen Sie durch wie viele Drecksfinger so eine Münze wandert? Ihr Becher ist noch zur Hälfte gefüllt. Bei einem geschätzten Verkaufspreis von maximal 2 Euro können Sie meine Spende als adäquaten Schadensersatz für den schmutzigen Kaffee ansehen. 2 Euro, der hat 4,40 gekostet. Selbst schuld. Mein Kaffee hat 1,80 Euro gekostet. Ja, wahrscheinlich Filterkaffee von ausgebeuteten Leiharbeitern. Sowas kommt mir nicht in den Becher. Sie sind so ein Angeber. Was, Angeber? Ja, und wahrscheinlich spielen Sie sich gerade auch nur so auf, weil Sie mir beweisen wollen, dass Sie kein echter Obdachloser sind. Waren wir über den Punkt nicht hinaus. Sie haben von mir 1 Euro bekommen. Das sollte, wie gesagt, als Entschädigung reichen. Auch wenn ich das mit der Verunreinigung nicht ganz einsehe. Wissen Sie was? Da mir sowieso niemand ein Viertel oder nach Ihrer Rechnung einen halben Kaffee verkauft, machen Sie hiermit einen schönen Tag. Hey, hier bist du. Ich wollte gerade wieder zu LCL. Ich habe nur mein Handy vergessen gehabt. Jetzt sag bloß, denen haben deine Entwürfe nicht gefallen. Sie haben sie nicht mehr angesehen. Bitte? Du hast dir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen und die hohen Herren finden es nicht mal der Mühe wert, einen Blick drauf zu werfen? Ja, die hohen Herren hatten nämlich Besseres zu tun. Ihr Masterplan ist wieder ein neuer Chefdesigner. Damien Wood. Weißt du, er bringt gute Presse und dieser ganze Skandal ist vergessen. Ganz einfach. Wood soll mit seiner Super-Kollektion alte Kunden zurückholen und neue dazugewinnen, weil ich das alleine wohl nicht schaffen würde. Ticken die doch richtig? Rebecca, das darfst du dir auf gar keinen Fall bieten lassen. Das habe ich auch nicht. Ich habe gekündigt. Ich möchte nicht mehr die zweite Geige spielen. Weißt du, zuerst Sonja Jäger, dann Juri Adam, jetzt Damien Wood. Und die machen alle einen riesen Tamtam, weißt du? Und wer verdient in der Zwischenzeit die Kohle mit der Klassiklinie? Moi! Ich habe einfach die Schnauze voll. Ich verstehe, dass du wütend bist und dass du am liebsten alles hinschmeißen willst, aber jetzt denk noch mal drüber nach. Im Ernst, was willst du denn sonst machen? Keine Ahnung, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich muss jetzt erstmal meinen Kopf freikriegen, weißt du, von diesem ganzen Müll. Hilfst du mir dabei? Vielleicht. Weißt du, und wenn irgendjemand fragt, warum du zu spät bist, dann sagst du einfach, dass ich dich extra aufgehalten habe. Oh, das will ich dir sehr gerne sagen. Also das Modell hier, das würde sich doch schon mal ganz gut machen in unserer Dessous-Kollektion, oder? Ganz nett. Ja, du hast recht, da fehlt das gewisse Etwas. Was ist denn, wenn man hier einfach Stoff wegnimmt, das ein bisschen knapper macht? Ach, Charlie. Wenn wir uns mit unserer ersten Dessous-Linie selbstständig machen wollen, dann müssen wir schon ein bisschen konzentrierter arbeiten. Ja, du hast recht, entschuldige. So schlimm? Ja. Streit mit Frank. Das vorher auch angepasst. Lass mich mal machen. Danke, das kriege ich gerade noch selber hin. Die Pfanne kann nichts dafür und Charlie auch nicht, okay? Wenn jemand an eurer Misere schuld ist, dann bin ich das. Ich hätte gleich mit Andi hingehen sollen und sagen sollen, dass wir das mit den Pelzen waren, aber nein. Stopp. Was denn? Es ist doch so. Andi und du, ihr seid die Täter. Und was machen die? In unserem Fall alles falsch. Die lügen, dass sich die Balken biegen. Und warum? Weil sie versuchen, ihren eigenen Arsch zu retten. Dass Charlie euch ein falsches Alibi gibt und mich anlügt, das steht auf einem anderen Blatt.
Warum bitte? Nur weil ihr verheiratet seid? Ja, weil wir verheiratet sind. Und du kannst es nicht verstehen. Doch. Doch. Aber es macht die Sache nicht besser. Im Gegenteil, an seiner Stelle wäre ich auch wütend und verletzt. Ich habe ihm ja sogar angedroht, ihn zu verlassen, wenn er Bella und Andi nicht laufen lässt. Aber das sollte ihm doch klar sein, dass du das in dem Moment nicht ernst gemeint hast. Trotzdem, es bleibt, dass ich ihn in der ganzen Sache angelogen habe. Er ist Polizist. Er führt Verhöre, die Leute lügen. Aber du hast für deine Tochter gelogen. Das sollte er verstehen. Na, das tut er ja sogar. Ja, und warum gibt er dir dann die Schuld an seiner Suspendierung? Frank ist eben ein grundehrlicher Mensch. Er kann da einfach nicht über seinen Schatten springen. Und ich liebe ihn ja dafür. Ist noch was? Ja, ich würde gern helfen. Das kannst du, indem du dich da raushältst. Denn die ganze Sache hat mit dir gar nichts mehr zu tun. Hey, stimmt was nicht mit unserem Kaffee? Da ist eine Münze drin. 1 Euro, um genau zu sein. Was? Entschuldigung, Sie haben nichts damit zu tun. Ich hätte einfach nur gern einen neuen Kaffee. Nochmal genau den gleichen. Latte Macchiato mit doppelt Espresso. Gerne. Bitteschön. Sie sind nicht nur das erste, sondern auch noch das einzige nette Gesicht, das ich heute sehe. Dabei hat der Tag so gut angefangen. Dann geht der Kaffee hier schon mal aufs Haus. Keine Sorge, der Tag wird besser, das spüre ich. Hoffentlich. Ich habe nämlich gleich ein Vorstellungsgespräch und ausgerechnet jetzt muss mir das mit diesem blöden Fleck passieren. Das darf doch Stellen Sie nicht sich wahr denn vor? sein. Bei LCL. Die Firma kennen Sie bestimmt, oder? Ja, das kann man so sagen. Als was fangen Sie da an? Als Auszubildende im Designbereich. Bitteschön. Ja, ich weiß. Sieht man mir nicht gerade an. Bisher war ich jahrelang als Buchhalterin tätig. Eben deshalb wollte ich mal was Neues ausprobieren. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, die haben Sie ja auch genommen. So kreativ zu arbeiten, Mode zu entwerfen, das war schon immer mein geheimer Traum. Da konnte ich Äquivalenzziffernkalkulation nicht aussprechen. Ja, ich sag ja, mein geheimer Traum. Gelebt habe ich bisher nicht danach. Aber das wird sich jetzt alles ändern. Ich finde es so toll, dass LCL mir in meinem Alter noch mal die Chance für eine neue Ausbildung gibt. Ja, wieso, wie alt sind Sie denn? Sorry, die Frage geht gar nicht. Wieso? Ich finde es albern, wenn man daraus ein Geheimnis macht. Ich bin 29. Und wenn ich jetzt nicht noch mal durchstarte, wann dann? Ja, also wenn man das so sehen will. Meine Tante zum Beispiel, die ist, naja, 1, 2 Jährchen älter als 29. Und die war früher mal Galeristin, dann hat sie ein Restaurant aufgemacht. Jetzt bastelt sie gerade in der zweiten Karriere als Dessous-Designerin. Ich glaube, das wird so nichts, kleinen Moment. Ich glaube, das hilft besser. Ich bin übrigens Caroline Schulz. Oder einfach ganz salopp Caro. Freut mich. Ich bin übrigens Oliver Sabel oder ganz salopp Olli. Ja, dann viel Erfolg bei deinem ersten Tag und dass du das ausziehen willst, wir haben da hinten Umkleiden. Danke. Werde ich jetzt ganz bestimmt haben. Es ist jetzt einfach Schluss. Es ist ja nicht so, dass mich noch niemand abwerben wollte. Davon hast du überhaupt nie was gesagt? Nein, weil ich immer bei LCL bleiben wollte. Aber jetzt gucken wir doch mal, wie hoch mein Marktwert ist. Wo ist denn meine Tasche? Hier. Ah, danke. Ist doch schon. Ja, hallo, hier ist Rebecca von Lahnstein. Ich hatte Ihre Karte noch und ich bin gerade dabei, mich beruflich umzuorientieren. Ein persönliches Treffen. Da muss ich mal ganz kurz in meinem Kalender nachschauen, ja? Hören Sie? Was halten Sie davon in einer Stunde im No Limits? Schön, ich freue mich auch.
Bis dann. Guten Tag, Herr von Lahnstein. Ich bin Caroline Schulz. Schulz nur mit Z, die neue Auszubildende in Ihrer Designabteilung. Warum ich in die Designabteilung will, obwohl ich gelernte Buchhalterin bin? Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich spüre, dass das... Was so ein Quatsch. Weil ich spüre. Mehr Selbstbewusstsein, Caro. Weil ich weiß, dass ich den kreativen Weg gehen will. Gehen muss. Schon besser. Ich schaffe das. Und ich werde nicht die nächsten 37 Jahre, 4 Monate und 10 Tage als Buchhalterin arbeiten. Caro, das wird dein Tag. Hey, du, wo ist denn Rebecca? Zu Hause? Wie? Ich habe mir wegen ihr die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Okay, dann war es vielleicht doch nicht so wichtig, wenn sie sich freigenommen hat. Sie hat sich nicht freigenommen. Oh, ist sie krank? Nein, sie hat gekündigt, weil dein Vater schon wieder einen neuen Star-Designer eingestellt hat. Was, wieso das denn? Wieso? Ich kann dir sagen, wieso. Weil du mit deinem Rufmord gegen Eva auch den ganzen Ruf von LCL in Schutt und Asche gelegt hast. Gut, Sie haben ja auch schon mehr als einmal geäußert, dass Sie mich gerne engagieren wollen. Und an unseren Absichten hat sich nichts geändert. Unser Angebot steht. Das freut mich. Was wären denn Ihre Bedingungen, damit Sie LCL den Rücken kehren? Ja, natürlich tut mir das leid, dass Rebecca gekündigt hat, aber was kann ich denn jetzt dafür? Nichts. Das ist aber auch das Einzige. Hier schon wieder zig böse Mails von Kunden. Lies dir das mal durch. Du hast Eva in der Öffentlichkeit als geldgeile Nutte hingestellt. Ich glaube immer noch, dass sie Ansgar nur ausnehmen will. Jetzt liest dir das durch. Wie soll es denn jetzt weitergehen ohne Rebecca? Und was wird aus mir? Boah, Kim, entweder bist du verdammt egoistisch oder dumm. Oder beides. Ich habe als Chefdesignerin freie Hand. Selbstverständlich. Und an meinem Gehalt wird nichts mehr verhandelt. Dafür würden wir allerdings davon ausgehen, dass Sie sofort bei uns einsteigen. Und natürlich würden wir erwarten, dass Sie Ihr komplettes Kreativteam mitbringen. Das ist doch kein Problem für Sie? Und wenn du noch mal mit Rebecca redest, vielleicht kommt sie ja dann zurück. Wenn dir das so nahe geht, dann red du ihr doch die Kündigung aus. Ich? Wie denn? Du bist doch sonst so einfallsreich. Schon blöd, Kim. Du wolltest Eva treffen und hast dich dabei ins eigene Fleisch geschnitten. Caroline Schulz, sind Sie bereit, Modegeschichte zu schreiben? Das ist deine letzte Chance, ist dir schon klar, oder? Mit wem redest du eigentlich gerade? Na, mit ihr. Ach so. Na dann. Hallo. Ich kann das machen. Schon gut. Na komm, bei mir geht's Charlie, schneller. lass es mich doch einfach machen. Frank. Remke? Schulze. Hör mal, aber du weißt schon, dass ich zurzeit nicht im Dienst bin, ja? Ja, natürlich kenne ich den habe ich vor 4 Tagen noch durch die Mangel gedreht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin suspendiert.
Charlie, egal was es werden soll, lass es. Weißt du, was ich glaube, Helmke? Im Grunde bist du sauer auf dich selbst. Naja, weil du nicht aus deiner Haut kannst. Ich kenne das, ich weiß, wie sich das anfühlt. Dein Vorgesetzter hat es dir nahegelegt, dass du diesen Bericht korrigierst, weil du dir damit schadest, unnötig. Unnötig? So habe ich es nicht gemeint. Warum sagst du es dann? Jetzt leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Charlie, das Leben ist nicht so einfach, wie du es gerne hättest. Sich die Wahrheit zurechtbiegen, wie du es gerade brauchst. Wenn du so leben möchtest, ich nicht. Du hast recht. Wir drehen uns im Kreis. Meine Antwort ist nein. Rebecca, du bist meine Schwester, wir sind eine Familie. Dass wir uns letztendlich dann doch noch so erfolgreich gegen Berg gestellt haben, das hat doch nur den einen Grund, dass eben diese Familie im entscheidenden Moment zusammengehalten hat. Mhm. Du redest also von Zusammenhalt. Sehr mutig. Du weißt doch ganz genau, wie angeschlagen dieser Laden ist. Wir kommen doch gar nicht mehr raus aus der Negativpresse. Wir mussten gegensteuern. Darf ich mal gegensteuern? Ich habe mir überlegt, ich setze bei LCL 3 neue Chefs ein. Die sind dann die Vorgesetzten von dir, von Tristan und von Ansgar. Und, was hältst du davon? Ja, wir sind eine Familie, aber die hat der Aschenputtel auch. Ich weiß, dass ihr mir nichts Böses wollt, aber diese permanente Ignoranz, die macht es echt nicht besser. Und ich bin wirklich nicht auf euch angewiesen. Was hast du jetzt vor? Warum willst du das wissen? Ich meine ja nur, falls du vorhaben solltest, zur Konkurrenz zu gehen, dir ist schon klar, dass du LCL damit automatisch schaden würdest. Ich sag nur so viel. Für die Frührente bin ich noch zu jung. Darf ich trotzdem noch was sagen? Die Entscheidung für Damian Wood ist mir nicht leicht gefallen. Aber jetzt, wo dieser Laden so dicht vor dem Abgrund steht, wir tragen eine Verantwortung. Guten Tag. Sie wünschen? Was ich mir wünsche? Sind Sie eine Fee? Am liebsten ein Date mit Ihnen, aber da man nicht alles haben kann, tut's zur Not auch einen Termin bei einem Ihrer Chefs. Wer sind Sie denn eigentlich? Tore Hellström. Tore Hellström. Und Sie kommen ganz ohne Voranmeldung? So sieht's aus. Sie sind echt witzig. Aus Ihrem Mund klingt das wie ein Kompliment. Dann haben Sie den Feierabend. Für Sie definitiv zu spät. In welcher Angelegenheit wollen Sie denn eigentlich mit unserer Geschäftsführung sprechen? Ich will diesen Laden hier aus der Krise führen. Ja, dann warten Sie am besten da hinten. Ich will unbedingt dabei sein, wenn Sie das zu einem unserer Chefs sagen. Du liebe Güte, was ist denn mit Ihnen passiert? Hallo, mein Name ist Caroline Schulz. Ich habe hier ein Vorstellungsgespräch und ja, ein Motorradfahrer ist mitten durch eine Pfütze gefahren, statt ihr auszuweichen. Ja, also wenn Sie noch mal die Waschräume aufsuchen wollen, dann einfach die Treppe hoch rechts und dann geradeaus. Vielen Dank. Marlene, ist die neue Mitarbeiterin schon da, diese Frau? Schulz? Ja, ich weiß. Sie musste noch mal ganz kurz verschwinden. Na toll. Was erledigt man vorher? Dann nimm erst mal einen davon. Das beruhigt die Nerven. Frau Schulz konnte wirklich nichts dafür. Darf ich Ihre Wartezeit kurz in Anspruch nehmen? Dürfte ich vielleicht erst mal erfahren, wer Sie sind? Ihre Rettung.
Sorgst du bitte dafür, dass dieser Herr den Ausgang findet? Vielleicht hören Sie erst mal an, was ich zu sagen habe. Nein. Das wäre ein Fehler. Im Moment brauchen Sie jede Unterstützung, die Sie kriegen können. Aber vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Tore Hellström. Ich benötige nur 5 Minuten Ihrer Zeit. Hey! Hallo, Bella. Charlie. Ist Frank immer noch sauer? Ach, wenn es nach ihm ginge, würde er mich nur vorwurfsvoll anschweigen und Gemüse massakrieren. Ich habe das Gefühl, alles, was ich tue und sage, macht es nur noch schlimmer. Hey. Hey. Ich gehe ins Schneiders. Die Ablenkung tut mir im Moment sehr gut. Hat sie etwa immer noch Stress mit Herrnke wegen der Suspendierung? Ja. Er gibt ihr die Schuld. Die beiden reden kaum noch miteinander. Oh, Mist. Und jetzt? Charlie lenkt sich mit Arbeit ab und er mit Gemüse. Aber doch nicht etwa mit jungem Gemüse. Quatschkopf. Dir ist schon klar, dass wir da was machen müssen. Warte, wäre das nicht besser, wenn wir uns bei beiden extra unsichtbar machen? Hey, Moment mal. Wenn wir zwei nicht gewesen wären, dann hätten wir... Ja, ist ja schon gut, schon gut. Uns wird schon irgendwas einfallen. Ja. Stimmt. Heute ist Montag. Hey, bist du da? Ja, ich bin aber auch schon weg. Rebecca, du kannst jetzt nicht gehen. Warum? Weil du denn nicht weißt, was aus dir wird? Hier geht es nicht um mich. Du bist eine Wahnsinnsdesignerin und ich habe so viel von dir gelernt. Ich habe wirklich gerne für dich gearbeitet. Ich glaube, das hast du Juri Adam auch gesagt. Und darum gehe ich davon aus, dass du mit Damien Wood auch klarkommst. Weißt du das? Hätte ich diesen dämlichen Blog über Ansgar und Eva nie gestartet, hättest du bestimmt nicht gekündigt. Also wenn das hier eine Entschuldigung werden soll, ich glaube, es gibt andere Leute, die hast du viel mehr damit getroffen. Ich wollte das nicht. Ich bin bei Eva wahrscheinlich wirklich zu weit gegangen. Es ist zu spät. Rebecca, bitte bleib. Guck mal, du warst sauer. Hast spontan gekündigt. Das war eine Kurzschlussreaktion. Ich kenne sowas. Ich wette, Ansgar und Sebastian würden deine Entscheidung sofort rückgängig machen. Und du könntest dein schlechtes Gewissen beruhigen, ne? Es ist schon okay, Kim. Ich hätte eh schon viel früher gehen sollen. Warum? Weißt du, eigentlich sollte ich dir fast dankbar sein. Wenn du diesen Skandal nicht losgetreten hättest, dann hätte ich diesen Schritt wahrscheinlich nie getan. Obwohl ich schon lange weiß, dass Ansgar und meine Brüder, dass sie mir nicht viel zutrauen. Ja, so ist das. Es ist quasi so eine Art Experiment. Also wenn das jetzt nicht wirklich lebenswichtig ist hier, Andi, dann würde ich jetzt ganz gerne wieder gehen. Doch, das ist es. Vertrau mir. Dir vertrauen. Bella, was soll denn das? Ich habe für sowas heute wirklich keinen Kopf. Kein Problem, wir sind doch da. Gibst du mir mal deinen Mantel? Mein Mantel? Bei der Kälte? Komm, jetzt gib mir deine Jacke. Bella, du bist verrückt. Was? Reicht dir deine nicht? Komm schon, das gehört zum Experiment dazu. Jetzt bitte.
den hier auch noch. Also Bella, jetzt sag mir mal, was das soll. Ich hätte es wissen müssen. Komm, Jacke her. Tut mir leid. Okay, ihr habt's nicht gemeint, das haben wir jetzt gesehen, aber ab jetzt haltet euch da bitte raus. Ja, ich find's auch ziemlich albern. Also Vorsicht, der Glühwein, der ist selbst gemacht. Ja, der nutzt mir auch nichts ohne Mantel. Dafür habt ihr ja die Decke hier. Das ist doch Blödsinn. Setzen. Wie Sie sehen können, trockne ich gerade meine Hose. Die korrekte Frage lautet aber vielmehr, was machen Sie bitte schön auf der Damentoilette? Damentoilette? Haben Sie draußen ein entsprechendes Schild gesehen? Nein? Oh Gott, bin ich etwa... Wir haben Unisex-Toiletten. Das kann ich ja nicht wissen. Immerhin wissen Sie den korrekten Wochentag. Was? Ja, natürlich, wieso? Das geht Sie gar nichts an. Aber was mich etwas angeht, wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ich bin Caroline Schulz. Schulz nur mit Z. Die neue Mitarbeiterin und ich habe heute hier meinen ersten Tag. In der Wäschereiabteilung. Nein, als Auszubildende in der Designabteilung. Ah, ja. Ihren Namen habe ich noch nicht ganz verstanden. Können Sie auch nicht. Den habe ich noch nicht gesagt. Die dürfte jetzt trocken sein. Nur für den Fall, dass Sie sich wieder anziehen wollen. Das entscheide ich immer noch selbst. Ja, dann überlasse ich Sie mal diesem Entscheidungsprozess. Lahnstein. Ansgar von Lahnstein. Waren Sie nicht der Spinner mit diesem Eishotel? Ja. Schön, dass Sie sich daran erinnern. Ja, das war ich, ja. Sie haben damals dort eine Sommerkollektion präsentiert. Ja, nur eine meiner vielen Ideen. Naja, jetzt bin ich bei Ihnen, weil Sie mich brauchen. Sie tauchen hier ungebeten auf, also brauchen Sie uns, würde ich sagen. Oder arbeiten Sie umsonst? Nein, für einen höheren sechsstelligen Betrag plus Provision. Es scheint ja ganz typisch für Sie zu sein, gerne mal vorauszupreschen. Aber wie sieht's denn erstmal mit ein paar Arbeitsproben aus? Hab keine. Sie stellen mir meine Zeit. Ja, Zeit. Zeit ist ein gutes Stichwort. In 2 Monaten sind diese, wie heißen die doch gleich, diese Fashion Days. Wenn LCL sich da als Marke nicht völlig neu aufstellt, dann können Sie schon mal den Insolvenzverwalter bestellen. Ich bin sicher, Sie tüfteln bereits an neuen Marketingkonzepten. Wir haben Damien Wood engagiert. Wood? Okay. Aber nimm es mir nicht übel, das zeigt nur, dass Sie 3 keine Ahnung haben, worauf es gerade ankommt. Im Gegensatz zu Ihnen, nehme ich an. Richtig, im Gegensatz zu mir und einer Tanja von Lahnstein, die bedauerlicherweise gerade im Koma liegt. Ihnen fehlt die kreative Führung, Ihnen fehlt die Vision. Ich gebe Ihnen beides. Vision? Ja, das habe ich auch manchmal. Jetzt zum Beispiel. Ich sehe einen aufgeblasenen Schwätzer, der gleich das Haus verlässt. Nimmst du mir nicht übel. Wenn Sie
bereits eine geniale Strategie entwickelt haben, wie Sie LCL wieder ganz nach oben bringen können, dann sollten Sie mich rausschmeißen. Wenn nicht, dann geben Sie mir besser noch 5 Minuten. Kann ich Ihnen helfen? Das trägt man jetzt so. Ich habe einen Termin bei Herrn Sebastian von Lahnstein. Wo finde ich den? Da können Sie es aber nicht rein, der ist mitten in einem Termin. Ich weiß, der Termin bin ich. Nein, da sitzt jemand anderes drin. Ihnen ist das Label Menboku ein Begriff? Stand mal kurz vor der Pleite. Haben Sie da gearbeitet? Ja, das war, als die mich als Feuerwehr geholt haben. Wie Sie wissen, ist Menboku mittlerweile eine Weltmarke. Die spektakuläre Fashion-Show von 2011 ist bei aller Bescheidenheit auf meinem Mist gewachsen. Innerhalb eines Jahres habe ich eine neue Linie ins Leben gerufen, die Marke neu positioniert und das Unternehmen neu ausgerichtet. Für was für einen Posten bewerben Sie sich hier eigentlich gerade? Ich bin Ihr neuer Art Director. Keine Panik, Caro. Wahren Stil trägt man in sich. Danke, Herr Hellström. Wir melden uns. Davon gehe ich aus. Wollten Sie zu mir? Gibt's doch nicht. Das ist der... Der Kerl hat meinen Anzug ruiniert. Erst als Obdachloser und dann als Motorradfahrer. Obdachloser Motorradfahrer? Nein, er ist ja gar nicht obdachlos. Das habe ich nur gedacht. Aber er war das ganz eindeutig auf dem Motorrad. Der Helm, das Muster. Ach du je. Frau Montag ist wieder in Aktion. Hören Sie, mir ist es offen gestanden, egal ob Ihre Bahn Verspätung hatte, Sie unterwegs ausgeraubt worden sind oder was auch immer. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie zu einem vereinbarten Termin pünktlich erscheinen. Erst recht an Ihrem ersten Tag. Ach, und noch was. Ihnen ist schon klar, dass wir hier internationale Mode präsentieren? Hören Sie, ich weiß, was für einen Eindruck das hier auf Sie machen muss. Es tut mir ehrlich leid. Es war ein Missgeschick. Ich bin nass gespritzt worden und war nur auf der Toilette, um wenigstens notdürftig die Flecken aus meiner Kleidung zu waschen. Ich bin immer pünktlich und sehr zuverlässig. Ich verspreche Ihnen, das kommt nicht wieder vor. Ja, ich denke, das war doch das, was wir hören wollten, nicht wahr? Ja, wollen Sie mit mir nicht über meinen Aufgabenbereich sprechen? Nein, nein, Ihre Zeugnisse sprechen ja für sich. Und ich will jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Sie sich ab jetzt wie ein Profi verhalten. Ich lasse Ihren Vertrag noch vorbereiten. Morgen gerne mal pünktlich. Jetzt sei nicht so streng mit ihr. Wochentage hat sie wirklich im Griff. Ja, ich hab die Stelle. Ich fange morgen in der Designabteilung an. Kalt? Dir nicht? Doch, saukalt. Eine bescheuerte Idee von den beiden. Komm, du musst ihr jetzt nicht den Tod holen. Können wir uns darauf einigen, dass alle das getan haben, weil sie Menschen sind? Bella und Andi hatten einfach eine Heidenangst. Ich bin eine Mutter und du bist eben ein Sheriff. Wir sind alle, wie wir sind. Aber deshalb können wir uns doch lieben. Es ist einfach verdammt schwierig, über seinen Schatten zu springen. Aber eine Sache, die weiß ich ganz sicher. Ich liebe dich, Charlie. Und eine halb kriminelle Familie finde ich eigentlich auch ganz enorm. You and you there, better than you here. What can I say to make you not feel? Love is all I'm asking.
Beck, ich danke Ihnen nochmal für das wirklich attraktive Angebot. Aber nach reiflicher Überlegung muss ich Ihnen leider absagen. Nein, das wäre zwecklos. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Wiederhören. So, das war's. Wieso hast du ihm abgesagt? Der hat den roten Teppich für dich ausgerollt. Ja, das hat auch gut getan, aber komm, seien wir ehrlich, wenn ich bei der Konkurrenz anfange, dann würden das Sebastian und Tristan als Angriff sehen. Zu Recht. Ich würde LCL schwächen. Beck wollte, dass ich mein ganzes Kreativteam mitbringe. Und das wäre, Damien Wood hin oder her, der Todesstoß für LCL. Meine Süße. Für was war der denn? Einfach, weil du so bist, wie du bist. Du fühlst dich ungerecht behandelt und willst dich endlich selbst verwirklichen. Aber noch wichtiger ist dir, dass du dabei deiner Familie nicht auf die Füße trittst. So sind wir Lahnsteins eben. Tja, was Rücksichtnahme betrifft, bist du wohl die rühmliche Ausnahme. Ja, wahrscheinlich werde ich deshalb auch nicht ernst genommen. Ja, das kann sein. Aber weißt du, viel wichtiger ist jetzt, dass du nur noch an dich denkst und an mich. Also, was hast du vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht genieße ich einfach mal meine freie Zeit. Ja, genau, das schaffst du sowieso nicht. Doch, weil du mir dabei helfen wirst. Oh, Entschuldigung. Hey, oh nein. Oh nein, oh nein. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Was ist denn auf einmal mit Ihnen los? Sie haben mir schon die erste Hälfte des Tages verdorben. Bleibt immer noch die zweite Hälfte. Eben. Und die hat gerade richtig gut angefangen. Also gehen Sie einfach weiter und tun Sie so, als hätten Sie mich nicht gesehen. Wäre nicht mal gelogen. Sie hätten trotzdem besser aufpassen können. Es gibt eben Menschen, die sieht man und Menschen, die werden übersehen. Das war nicht höflich. Die Wahrheit ist nie höflich, Schätzchen. Aber übrigens, vielleicht ziehen Sie sich besser was Passendes an, sonst verwechselt man sie noch mit einer Obdachlosen.